Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in der Holzwerkstatt mit einem neuen kleinen Holzprojekt. Und dieses Projekt ist nicht nur schnell zu machen, es ist günstig, sondern auch noch umweltfreundlich. Was wollen wir denn eigentlich mehr? Was machen wir denn heute? Wir haben uns einen alten Topf besorgt, weil wir brauchen für die Küche einen neuen Kompost. Also ein kleines Gefäß, wo wir die ganzen Gemüse, Schnibbelsachen und sowas vom Kochen reintun können. Und da wir auf dem Land leben, ich weiß nicht, ob es in der Stadt auch so ist, wahrscheinlich ja, kommen immer so die Fliegen und es sieht nicht so schön aus, aber man will es auch nicht alle Nase lang rausbringen. Deshalb machen wir einen Deckel für diesen Topf. Ihr könnt natürlich jeden anderen Topf nehmen, dann müsst ihr natürlich irgendwie so die Maße von eurem Deckel anpassen. Was ihr dafür braucht: Topf, Holzbrett, vielleicht so ein Knöpfchen. Und ein paar Fräser natürlich und die CNC. Hierfür habe ich ein altes Fichtenbrett mir besorgt. Findet man überall, kann man aber auch im Baumarkt besorgen, sonst zur Not vielleicht auch mal in der Restekiste gucken. Das ist dick genug. Damit werde ich anfangen, das Brett zuschneiden, abrichten und durch einen dicken Hobel schieben. Natürlich könnt ihr das auch fräsen auf der Fräse und damit planen, aber hier geht es schneller, wir haben die Maschinen, deshalb verzeiht uns dieses kleine Cheaten. Auf den Deckel werde ich hier so einen kleinen Knopf machen, die kann man kaufen oder vielleicht hat man noch irgendwo was rumliegen oder ein Freund hat was. Könnt ihr auch mal bei eBay gucken oder so. Ich würde sagen, legen wir los, gibt nichts mehr zu sagen. Jo, das Brett haben wir jetzt vorbereitet. Vielleicht war euer Brett ja auch schon in dieser Richtung vorbereitet. Ich schraube dieses Brett jetzt von hinten, vielleicht sogar von oben. Ich habe es mir gerade anders überlegt, ich schraube es von oben, ist deutlich einfacher hier drauf, weil mein Werkstück wird ja nicht größer als hier diese Breite. Und deshalb kann ich mir das durchaus leisten, hier fest zu schrauben, ohne dass ich Angst haben muss, dass mein Fräser in die Schrauben fährt. Die ganze Konstruktion mit dem Opferbrett werde ich mit diesen Schnellspannern oder diesen normalen Spannern festmachen. Ungefähr mittig, was heißt mittig, aber denselben Abstand zum Rand. Eine kurze Erklärung noch zu den Fräsern. Ich werde ja eine Rinne hier hereinfräsen, womit ich quasi auf zwei Seiten den Topfrand umschließe. Das bedeutet, dass ich am besten eine Art Radius haben will und deshalb habe ich hier einen Radiusfräser. Der hat zwar nur einen 3 mm Radius, aber besser als gar nichts. Und einen Planfräser. Mit dem Planfräser werde ich vorarbeiten und mit diesem Fräser wird dann die Nacharbeit passieren, so wie das Ausfräsen von dem tatsächlichen Deckel dann. Allerdings zeichne ich nochmal die Mitte vorher an. So, wir fangen an mit dem zweischneidigen 16 mm Fräser. So, und wer sie noch nicht hat, wir benutzen natürlich unsere App. So sieht das super aus. Jetzt fahre ich langsam runter und warte, bis die Oberfläche angekratzt wird. Super. So, jetzt ist es bereit für den zweiten Fräser. Ich muss ja mal anmerken, ich liebe es, Fichtenholz mit scharfen Fräsern zu fräsen. Das wird so gut, unglaublich. So, wir haben ja gesagt, das Video geht schnell, deshalb jetzt nur noch minimaler Aufwand an Handarbeit da rein und dann sind wir auch schon fertig. Ja, ich glaube, daraus lässt sich hübsch was machen. Jetzt ölen wir das Ganze noch ein bisschen, damit es nicht ganz so schnell so fleckig wird.
So, wenn das Öl getrocknet ist, dann kann man das mittig anbohren. Hätten wir auch auf der Fräse machen können, aber das geht natürlich schneller. So. Da haben wir doch was gemacht. So, liebe Leute, das war's für heute. Unser kleiner Komposteimer fürs Haus ist fertig geworden und hat uns exakt 0 Euro gekostet. Ich finde, es ist ziemlich hübsch geworden. Darüber kann man ja, wie bekanntlich ist, streiten über den Geschmack, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee bekommen, was ihr so in der Art mal machen könnt aus einem alten Topf und ein bisschen Holz. Einen kleinen Deckel für irgendwas machen, muss ja auch nicht ein Komposteimer sein. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann... Ne? Und wir freuen uns aufs nächste Mal wieder mit einem anderen Projekt. Macht's gut!